Hi ihr Lieben, ich bin die Jacqueline von Meckermods und heute zeige ich euch, wie man appliziert. Meckermod Sewing, nähen mit der Maus. Applizieren bedeutet, ein Gewebe auf einen Stoff zu nähen, zum Beispiel Leder, Filz oder einfach einen Stoff. Für die Technik benötigt ihr euren Grundstoff und den Stoff, der darauf appliziert werden soll. Eine Schablone. Ich habe hierzu einen Hirsch. Den könnt ihr euch auf meiner Webseite kostenlos herunterladen. Eine Schere, Applizierfolie. Das ist eine dünne Gaze auf Transferpapier. Diese wird durch Bügeln verklebt. Bei sehr dünnem Grundstoff würde ich euch noch Stickvlies empfehlen. Außerdem braucht ihr noch ein Bügeleisen mit Dampf oder ein feuchtes Tuch. Die Vorlage ist schwarz und lässt sich somit leicht auf das Transferpapier der Applizierfolie abpausen. Achtung, wenn ihr Motive habt, bei denen es relevant ist, wie rum es gespiegelt wird, müsst ihr diese spiegelverkehrt aufzeichnen, wie zum Beispiel Buchstaben. Bei unserem Hirsch ist dies aber egal, da dieser auf beiden Seiten identisch ist. Ist die Schablone aufgezeichnet, muss diese nun auf unseren Stoff übertragen werden. Dazu legt ihr die Folie mit der Gazeseite auf die linke Stoffseite und bügelt sie nach Herstellerangaben auf. Schneidet dann die Schablone aus und zieht die Papierschicht ab. Positioniert das Muster auf euren Grundstoff und fixiert es mit dem Bügeleisen. Hierzu verwende ich ein feuchtes Tuch. Ist euer Grundstoff dünn, könnt ihr die linke Seite noch mit Vlies, zum Beispiel Stickvlies, verstärken. Mit einem Zickzackstich fixieren wir unseren Stoff jetzt endgültig. Das heißt, wir nähen in der Mitte der Kante, sodass diese schön verdeckt wird. Ich stelle mir eine Breite von 3 und eine Länge von 0,5 ein. Testet aber am besten selbst, was euch gefällt. Bei Kurven bewegen wir den Stoff schön gleichmäßig und heben auch mal das Füßchen, wenn es sehr enge Kurven sind. Achtet beim Nähen darauf, dass die Unterfadenspule voll ist. Verwendet ihr Material, das nicht ausfranst, wie zum Beispiel Kunstleder, könnt ihr die Applikation auch mit einem Geradstich annähen. Bei sehr engen Stellen oder Ecken nähen wir leicht in das Motiv hinein, lassen die Nadel stecken, heben das Nähfüßchen und drehen den Stoff. Senkt den Fuß wieder und näht weiter.
Und fertig ist unsere Applikation. Zum Schluss könnt ihr das Stickvlies auf der Rückseite noch entfernen. Das ist vor allem bei Bekleidung wichtig. So, jetzt bleibt nur noch die Frage, was mache ich aus meiner Applikation? Was würdet ihr machen? Schreibt mir das doch unten in die Kommentare. Auf meinem Instagram-Account werdet ihr das Ergebnis sehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Gebt mir doch einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat und abonniert meinen Kanal. Tschüss, bis zum nächsten Mal.